Ein Hype geht im Strongman-Sport und dieser hat nicht zuletzt auch mich ergriffen. Denn es gab schon lange keinen Wettbewerb mehr, auf den ich mich so sehr gefreut habe, wie auf den Arnold Strongman Classic 2024. Und das liegt zu einem ganz erheblichen Teil, wenn auch nicht komplett, an der Rückkehr eines einzelnen Mannes, nämlich an Hafthor Björnsson oder Björnsson, wie wir ihn ja in der Regel nennen. Er ist einer der stärksten Menschen aller Zeiten, World's Strongest Man, 5-facher Europe's Strongest Man und natürlich nicht zuletzt 3-facher Arnold Strongman Classic Champion. Und nach einer kleinen bzw. mehrjährigen Abstinenz vom Strongman-Sport kehrt er jetzt zurück in heimatliche Gefilde. Aber natürlich ist Hafthor nicht der einzige große Name in diesem Teilnehmerfeld. Ganz im Gegenteil, wir haben eine ganze Riege an großartigen Athleten, zum Beispiel den amtierenden Arnold Classic Champion Mitchell Hooper, der letztes Jahr eines der besten Jahre überhaupt jemals im ganzen Strongman-Sport hatte. Und dann haben wir natürlich noch Martin Slicis, der hat die Saison 2023 ausgesetzt und hat den Arnold Strongman Classic zuletzt 2022 gewonnen. Sowohl Hafthor als auch Mitch als auch Martins haben ihren jeweiligen Titel nie verloren. Aber das wird sich dieses Jahr ändern, denn ihr wisst, es kann nur einen geben. Und auch ein weiterer Athlet, der immer ganz vorne mitspielt, ist natürlich der Toffee King Mateusz Kieliszkowski. Er war schon mehrfach auf dem Siegertreppchen beim World's Strongest Man und beim Arnold Strongman Classic, zuletzt 2023 in zweiter Position. Und ebenfalls brandgefährlich ist natürlich Tom Stoltman, der zweifache World's Strongest Man. Und obwohl seine Saison 2023 nicht übermäßig erfolgreich war in dem Sinn, dass er sehr viele Wettkämpfe gewonnen hat, kann man doch sagen, dass Tom 2023 der stärkste Tom war, den wir je gesehen haben. Selbiges gilt natürlich für Evan Singleton. Auch er hatte 2023 eine tolle Saison. Ich glaube, er ist jetzt 6-facher Giants Live-Gewinner. Dann haben wir natürlich noch Oleksiy Novikov, einer der 5 World's Strongest Man-Sieger in diesem Line-Up. Hatte nicht die beste Saison 2023, aber er hat gesagt, jetzt für den Arnold 2024, da will er wieder richtig in Form sein und wir sind natürlich alle sehr gespannt, was er hier abliefern wird. Und dann haben wir natürlich noch eine ganze Reihe an weiteren tollen Athleten, wie zum Beispiel Bobby Thompson, der es 2 Jahre in Folge auf das Siegertreppchen geschafft hat. 2-mal in Folge war er Dritter beim Arnold Strongman Classic. Maxime Boudreau ist immer solide. Dann haben wir natürlich noch Thomas Evans, der letztes Jahr viele Leute beeindruckt hat, als er beim Arnold Classic bei seinem Debüt den 5. Platz belegt hat. Und dann haben wir auch noch Oskar Jolkowski, der Sieger der Arnold Amateur World Championships. Und wenn uns die Geschichte eines lehrt, dann ist es, dass man ein durchaus sehr guter Strongman sein muss, um die Arnold Amateur World Championships zu gewinnen. Okay, dann fackeln wir auch gar nicht mehr lange, sondern gehen direkt in die Disziplinen rein. 5 Stück an der Zahl und es sind etwas ungewöhnliche Disziplinen. Sagen wir mal so, ungewöhnlich, aber nicht uncool, finde ich. Und es geht direkt los mit einer meiner persönlichen Lieblingsdisziplinen, dem Elephant Bar Deadlift auf Maximalgewicht. Und das ist die Disziplin, wo man sich fragen muss, wer wird eigentlich Zweiter hinter Hafthor? Okay, natürlich ist im Strongman-Sport nie etwas zu 100% garantiert, aber wir haben alle die Trainingsvideos von Hafthor gesehen. Er ist der aktuelle Weltrekordhalter an der Elephant Bar mit 474 Kilo. Ich sehe wirklich nicht, dass hier jemand an ihn herankommt. Die einzige Frage ist eigentlich nur, versucht er den Weltrekord zu brechen, den er gerade schon selbst hält? Packt er nochmal 5 Pfund drauf, also 476 Kilogramm. Ich denke, er könnte es schaffen, wenn er wollte, aber ich denke nicht, dass es sonderlich viel Sinn macht. Wenn die anderen Jungs irgendwo bei 455 bis 460 rauskommen, dann wird Hafthor nur genug machen, um die Disziplin zu gewinnen und natürlich auch seine Performance im restlichen Wettkampf nicht zu gefährden. Letztes Jahr war es so, dass Mitch Hooper und Bobby Thompson den ersten Platz unter sich ausgemacht haben. Bobby hat dann letztendlich gewonnen mit einem Lift von, ich glaube es waren 447 Kilo. Mitch hatte 444, plus minus ein bisschen. Und der Lift von Bobby war schwer. Das war wirklich so ein API 10 Grinder. Wenn man da noch ein Kilo draufpackt, dann schafft er den Lift nicht mehr. Wohingegen der Versuch von Mitch, der dritte, der war schon noch wirklich sehr, sehr komfortabel. Also basierend darauf würde man eigentlich sagen, dass Mitch Bobby dieses Jahr schlagen könnte mit ein bisschen anderer Taktik bei den Gewichtssprüngen. Aber jetzt ist es natürlich auch so, dass sich Mitch noch erholt von ein paar leichteren Verletzungen, die ihn bis vor kurzem davon abgehalten haben, richtig vom Boden zu heben. Deswegen denke ich nicht, dass wir Mitch wirklich bei 100% sehen werden. Ich denke, wenn er bei 440 bis 450 rauskommt, damit wird er schon zufrieden sein.
Und Bobby sehe ich hier ein bisschen höher bei 450 bis 460 Kilo. Also für die Disziplin reden wir da über, meiner Meinung nach, Hafthor erster Platz, Bobby zweiter Platz, Mitch dritter Platz. Aber die Top 3 ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Martins hat schon angekündigt, dass er die 1000 Pfund dieses Jahr will, also die 453 Kilo. Wenn er das schafft, dann hat er wahrscheinlich den Platz innerhalb der Top 3 ziemlich sicher. Auch Tom ist in Sachen Deadlift absolut wild momentan. Ich denke nicht, dass er hier ganz die Top 3 schaffen wird, aber irgendwo unter den 4 oder 5 besten Lifts, da sehe ich Tom schon. Danach folgt auch schon ein weiterer Klassiker beim Arnold Classic, der Frame Carry mit 400 Kilogramm die Rampe hoch ohne Zughilfen. Das wird dieses Jahr eine wirklich sehr, sehr spannende Disziplin. Normalerweise haben wir so 2, 3 Leute, die den Frame bis ans Ziel tragen können, aber ich denke, dieses Jahr werden wir 5 bis 6 Leute sehen, die den Frame bis ins Ziel schaffen. Und zu denen zählen für mich Mateusz, Mitch, Maxim, Martins, Evan und ich denke auch, dass Hafthor und sogar Tom eine durchaus realistische Chance haben, den Frame oben bis ans Ende zu tragen. Wenn ich mich aber auf eine Top 3 festlegen müsste, würde ich sagen Mateusz auf dem ersten Platz. Ganz klar, er ist der Weltrekordhalter. 2023 hat er zwar keinen neuen Rekord aufgestellt, aber er hat die Disziplin doch ziemlich überzeugend gewonnen. Auf den zweiten Platz setze ich Mitch. Letztes Jahr hat er den Frame nicht in einem Durchgang tragen können. Er hat dann, glaube ich, den dritten Platz gemacht hinter Mateusz und Kevin. Ich denke, dieses Jahr wird seine Griffkraft ein bisschen besser sein. Und natürlich von der Geschwindigkeit her kann Mitch mit so ziemlich jedem auf dem Planeten mithalten. Wenn er den Frame wirklich ohne loszulassen durchtragen kann, dann wird das sehr, sehr eng für Mateusz da vorne. Und auf den dritten Platz setze ich Martins. Der ist zwar nicht ganz so schnell wie Mateusz und Mitch, aber er ist halt immer solide beim Frame. Also da mache ich mir relativ wenig Sorgen, dass Martins den nicht schafft. Aber natürlich, Maxim war 2022 sehr, sehr gut beim Frame. Evan hat zwar diesen Frame noch nie ausprobiert, aber er ist bekannt für seine großartige Griffkraft, er ist schnell. Also ich denke, wenige Sekunden oder sogar Millisekunden könnten die Jungs hier voneinander trennen. Und das ist wirklich etwas, das wir beim Arnold Classic in dieser Form noch nie oder zumindest nur selten gesehen haben. Dann geht es weiter mit einer Disziplin, die wir beim Arnold Strongman Classic beziehungsweise bei noch keinem großen Strongman-Wettkampf in dieser Form gesehen haben. Die Dinnie Stones, beziehungsweise die Nachbauten der originalen Dinnie Stones aus Schottland. 2 große Steine, an diesen Steinen sind Ringe befestigt und an diesen Ringen muss man diese Steine so weit tragen, wie man kann. Das Interessante hier ist ja, dass diese Walking Stones erst in den letzten paar Jahren wirklich an Popularität gewonnen haben in größeren Wettkämpfen. Das heißt, wir wissen ungefähr, wie Mitch in dieser Disziplin abschneidet, zumindest anhand der Ergebnisse von den Nickel Stones. Bei Evan wissen wir es. Bei Tom wissen wir es ungefähr, aber wir wissen es nicht bei den etwas älteren Jungs wie Mateusz, Martins, Hafthor. Die haben das noch nie gemacht in einem größeren Wettkampf. Dementsprechend fallen mir Prognosen hier relativ schwer. Ich gehe aber davon aus, dass Mitch die Disziplin gewinnen wird. Er ist bei den Nickel Stones wahrscheinlich so ziemlich der Beste, nach Eddie Williams zumindest. Und auch Evan sehe ich hier ziemlich weit vorne. Ich würde sagen, wir geben ihm den zweiten Platz. Auch Evan ist immer konstant gut, wenn es an die Nickel Stones ging. Ich denke, das wird sich einigermaßen gut übertragen auf die Dinnies. Und auf den dritten Platz setze ich hier Martins. Einfach, weil er bekannt ist für seine Griffkraft und weil er ein erfahrener Athlet ist und technisch auch sehr versiert ist. Deswegen denke ich nicht, dass ihm hier großartig viele Fehler unterlaufen werden. Gut, und dann geht es auch schon weiter mit Disziplin Nummer 4. Das ist natürlich eine Disziplin, die wir schon letztes Jahr hätten bekommen sollen beim Rogue Invitational. Die Apollons Wheels, die Achse auf Wiederholung mit etwas mehr als 180 Kilo. Ach, ich freue mich drauf. Das ist so eine schöne, klassische Arnold Classic Disziplin, auf die wir jetzt viel zu viele Jahre warten mussten. Zuletzt haben wir sie 2018 gesehen, da hat Hafthor die Disziplin gewonnen mit 4 Wiederholungen. Und ich denke auch, dass 4 Wiederholungen dieses Jahr die Disziplin gewinnen werden. Ich denke, dass 5 vielleicht möglich sind, aber das wäre monumental, wenn jemand 5 Wiederholungen schaffen würde mit knapp über 180 Kilo. Was die Favoriten angeht, ganz klar Mitch. Der war konstant immer gut, wenn es über Kopf ging in der ganzen Saison 2023 und er sagt, Achse ist auch seine Lieblingsüberkopfdisziplin. Das können wir noch nicht anhand von Wettkampfergebnissen belegen. Er hat es noch nie in einem Wettkampf gemacht.
Aber erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass ich keinen Grund sehe, an Mitch zu zweifeln, wenn er so etwas sagt. Er ist effizient beim Umsatz, das ist schon mal die halbe Miete beim Axle Press. Und er arbeitet natürlich auch sehr, sehr hart an seinem Ausfallschritt, dem Split Jerk. Das wird ihm natürlich auch einen gewissen Vorteil verschaffen, wenn er das effizient umsetzen kann, gegenüber den anderen Athleten, die wahrscheinlich oder zumindest fast alle mit der normalen Push Press arbeiten werden. Apropos normale Push Press. Tom ist ein absolutes Monster über Kopf die letzten paar Wettkämpfe lang. Gerade die Achse, die liegt ihm immer richtig gut. Egal, ob es der Giants Life Strongman Classic 21 war oder Britain's Strongest Man die letzten paar Male. Die Achse liegt Tom einfach. Gerade beim Umsetzen, beim Clean ist er unglaublich effizient. Und wie gesagt, über Kopf so stark wie noch nie. Für mich persönlich, diese Disziplinen werden Tom und Mitch unter sich ausmachen. Ich denke, dass beide 4 Wiederholungen in sich haben. Danach gibt es noch ein paar Leute, die ich auf 3 Wiederholungen sehe. Dazu gehört zum Beispiel Martins. Er ist vielleicht nicht der beste Überkopfdrücker, aber er ist halt immer oben gut mit dabei. Wie gesagt, die Achse ist eine technische Überkopfübung, das sollte ihm liegen. Er hat auch gesagt, dass er vielleicht mit dem Split Jerk arbeitet, wenn er dazu kommt. Er kann auch den Ausfallschritt machen als einer der wenigen Strongmen in der offenen Gewichtsklasse. Das wird ein großer Vorteil für ihn sein. Mateusz, natürlich, Mateusz ist über Kopf immer solide. Er war mal einer der besten Überkopfdrücker in der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob er da aktuell wieder ist. Er kommt ja immer noch von ein paar Verletzungen zurück. Aber ich denke, Mateusz 2 bis 3 ist machbar. Und auch Bobby, wenn ihn der Clean nicht zu sehr ärgert, ich sag mal so, es ist Bobby. Wenn er die Rack-Position hat, dann drückt er alles weg, was er umsetzen kann, ganz klar. Und dann geht es auch schon zur letzten Disziplin. Da muss ein Naturstein über Kopf gedrückt werden. Das sind wahrscheinlich so Inverstone-Replikas, wie man es schon gesehen hat. Beim Rogue Invitational 21-22 und beim Arnold Classic 2020. Und dann muss ein weiterer Naturstein über so einen Hitching Post geladen werden. Also sieht so ein bisschen aus wie so ein Yoke aus Holz, wo man das einfach so einmal drüber schmeißen muss. Und dann das dritte Implement im Medley ist der Old Haugen Tombstone. Das ist der 186 Kilo schwere Stein. Der muss geschultert werden auf so viele Wiederholungen wie möglich. Und natürlich, wenn man diesen Tombstone hat, dann führt natürlich kein Weg an Mateusz vorbei. Er hält den Weltrekord mit 5 Wiederholungen. Das nächstbeste Ergebnis hat, glaube ich, Martins mit 2 Wiederholungen. Also, wenn jetzt kein Unfall passiert beim Überkopfdrücken oder so, dass Mateusz sich den Stein auf die Birne haut und so und dann für die restliche Disziplin flach liegt, dann sollte ihm hier der Disziplinsieg eigentlich ziemlich sicher sein. Die Frage ist hier nur, wer wird Zweiter, wer wird Dritter? Für den zweiten Platz würde ich sagen Martins. Wie gesagt, er hält das beste Ergebnis nach dem Weltrekord mit 2 Wiederholungen. Ich denke nicht, dass er diesmal 2 machen wird, aber wenn man hier schon mal eine schafft mit diesem Tombstone, das wird schon richtig gute Punkte bedeuten für den jeweiligen Athleten. Ansonsten, Mitch ist natürlich ein absolutes Phänomen, wenn es darum geht, die beste Technik rauszufinden bei den unterschiedlichsten Disziplinen. Wenn es darum geht, sich an eine Reihe von widrigen Umständen anzupassen und so weiter und so fort. Ich denke, Mitch schafft eine Wiederholung mit dem Tombstone. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Athleten, die den schon mal geschultert haben. Hafthor hat ihn schon mal geschultert. Es war ein Kampf, aber er hat ihn mal geschultert. Da war er natürlich noch insgesamt stärker. Das werden wir dann sehen, wie er dieses Mal damit klarkommt. Lexi hat ihn mal geschultert. Bobby hat ihn mal geschultert. Wobei Bobby, es könnte ein Problem für ihn werden, den Inverstone zu laden über den Hitching Post. Das ist eine schwache Disziplin für ihn. Und auch erwähnenswert ist für mich Tom. Er hatte zwar richtige Probleme damit, den Stone zu schultern 2022 beim Arnold Classic, aber Tom ist halt einfach mutiert seitdem. Also den Tom von heute kannst du nicht vergleichen mit dem Tom von Anfang 2022. Ich sage nicht, dass er den definitiv schultern wird, aber ich denke, wenn Tom in Form ist, dann könnten wir hier eine krasse Leistung von ihm sehen. Wenn ich mich jetzt aber festlegen würde für das Stone Medley, würde ich sagen Mateusz 1, Martins 2, Mitchell 3. Ja, und dann kommen wir natürlich schon direkt zur Gesamtwertung. Wie sehe ich denn den letztendlichen Ausgang? Und das hier ist tricky, aber ich finde es nicht so tricky, wie ein paar andere Leute suggerieren. Also ich sag's mal so, es gibt für mich 6 Leute,
die eine nicht unrealistische Chance haben, den Wettkampf zu gewinnen. Das sind für mich Mitch, Martins, Mateusz, Tom, Hafthor und Evan. Also gehen wir sie mal der Reihe nach durch. Evan ist für mich ein absolut talentierter Strongman, der unheimliches Potenzial hat, aber sein Temperament steht ihm gerne mal ein bisschen im Weg. Und er ist dafür bekannt, Fehler zu machen, unnötige Fehler, die ihn dann immer Punkte und Platzierung kosten. Wie zum Beispiel beim Tower of Power, beim Rogue Invitational, wo er seine explosive Deadlift-Technik versucht hat und das geht halt einfach nicht. Beim Tower of Power und ähnlich wird es wahrscheinlich auch bei der Elephant Bar aussehen, wenn er hier versucht mit seinem Grip It and Rip It. Da wird er wahrscheinlich ziemlich auf die Nase fliegen damit. Und ich denke auch bei der Achse, beim Stone Medley, da ist auf jeden Fall Potenzial da, Fehler zu machen. Und ich muss sagen, diesbezüglich habe ich nicht übermäßig viel Vertrauen in Evan. Und deswegen ist er für mich der Athlet, der am wenigsten wahrscheinlich ist, unter die Top 5 zu kommen. Auf den 5. Platz setze ich Hafthor. Ja, ganz klar, Deadlift ist seine Disziplin. Da wird er wohl mit maximaler Punktzahl rausgehen. Aber ich weiß, das ist jetzt so eine Art Hot Take. Aber ich finde, dass selbst Hafthor zu seinen besten Zeiten, also 2018 bis 2020, selbst da hätte er meiner Meinung nach richtig damit zu kämpfen, diesen Wettkampf zu gewinnen. Denn seine Griffkraft, die war auch zu seinen besten Zeiten immer so ein bisschen unkonstant. Also manchmal war er richtig gut, aber er hatte halt auch mal so Phasen, da hat er halt den Frame ein paar Mal fallen lassen müssen, bevor er den ins Ziel trägt und so weiter und so fort. Und bei 2 Griffkraftdisziplinen, das kann einen viele Punkte kosten. Und auch über Kopf scheint er jetzt aktuell noch einer der schwächeren Athleten zu sein. Ich denke, eine Wiederholung ist realistisch für ihn bei den Apollons Wheels. Mit 2 wäre er wahrscheinlich schon richtig zufrieden. Aber so gewinnt man halt keinen Wettkampf, wenn man gegen Leute antritt wie Mitch. Auf dem 4. Platz sehe ich Tom. Und die Sache bei Tom ist, man weiß nie so genau, welchen Tom man jetzt bekommt. Rein vom Potenzial her könnte er den Wettkampf gewinnen. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn er dann doch nur irgendwo im Mittelfeld, unteres Mittelfeld landet. Ich denke, Tom wird bei den Apollons Wheels auf jeden Fall um den Sieg mitkämpfen. Aber realistischerweise bei allem anderen wahrscheinlich Mittelfeld, mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Aber ich sehe jetzt nirgendwo, wo er jetzt noch garantiert viele Punkte einsammelt. Auf dem 3. Platz habe ich Mateusz. Und es ist nicht undenkbar, dass Mateusz diesen Wettkampf gewinnt, selbst mit dem Deadlift. Denn wenn das Line-Up in der Tiefe so stark ist und die sich gegenseitig zerfleischen und Mateusz gewinnt Disziplin, dann kann es durchaus sein, dass er rein rechnerisch dann noch am Ende auf dem 1. Platz rauskommt. Aber ich muss sagen, und es gibt Leute, die haben prognostiziert, dass Mateusz irgendwie 3-4 Disziplinen gewinnt. Ich bin keiner davon. Ich denke, Mateusz gewinnt in Frame. Und ich denke, Mateusz gewinnt das Stone Medley. Aber selbst bei den Dinny Stones und bei den Wheels könnte ich mir vorstellen, dass er sich außerhalb dieser Top 2-3 Positionen bewegt. Und ja, Deadlift wahrscheinlich irgendwo kriegt er halt seine 2-3 Punkte. Und wenn er dann halt nicht alle anderen Disziplinen gewinnt, ist er wahrscheinlich rechnerisch draußen, was seine Chancen angeht, um den Sieg zu kämpfen. Die 2 Leute, die hier für mich wirklich herausstechen bei diesem Wettkampf, als diejenigen, die keine klaren Schwächen haben, das ist für mich Martins und Mitch. Wobei ich sagen muss, dass ich Mitch noch ein Stückchen weiter oben einordne als Martins, was reines Potenzial angeht. Es gibt Disziplinen, wo ich denke, dass Martins Mitch schlagen kann, zum Beispiel beim Stone Medley, vielleicht beim Frame, aber bei allen anderen Sachen, ehrlich gesagt, sehe ich Mitch vorne. Und das Interessante ist ja, dass viele Leute der Ansicht sind, dass die Top 5 oder 6 sehr, sehr eng sein werden. Ich habe es jetzt mal nachgerechnet auf meiner kleinen Tabelle und ich bin dabei sogar rausgekommen, dass Mitch relativ überzeugend gewinnt mit 5 Punkten oder so. Denn Mitch ist für mich der Einzige, der in jeder Disziplin, in jeder einzelnen Disziplin unter den Top 3 sein kann hier. Ich sehe halt einfach keine Schwäche für ihn. Vielleicht am ehesten noch den Frame und das Stone Medley. Stone Medley kann keiner einschätzen. Beim Frame hat er vielleicht Probleme, wenn seine Hände doch nicht halten. Aber ich meine, er ist ein toller Deadlifter. Er ist immer richtig gut mit den Walking Stones. Er ist wahrscheinlich der Favorit oder zumindest mit Tom der Favorit für die Apollons Wheels. Selbst wenn Mitch nicht bei 100% ist, gehe ich davon aus, er wird hier siegreich vom Feld gehen. Aber natürlich, im Strongman-Sport ist alles möglich. Wie sagt man so schön?
Wer dem Ganzen live zuschauen will, dem Geschehen, dem werde ich den Livestream-Link in die Beschreibung packen. Wird wie immer von Rogue übertragen. Die machen da auch in der Regel sehr gute Arbeit. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen schlechter, weil sie Lawrence Shachley, Big Loss, nicht mehr gefragt haben, ob er kommentieren will. Halte ich für eine absolute Fehlentscheidung von der Seite von Rogue. Aber ich denke allein schon, die Athleten, die werden hier so viel rausreißen, dass es eine coole Show wird, selbst wenn die Kommentatoren keine Ahnung haben, von was sie reden. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Viel Spaß beim Zuschauen.